Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute geht es um die 4 Lügen bei Morbus Crohn, die dich immer wieder in den Schub bringen. Bleib mal dran, es wird spannend. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpott. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch deine letzten Wochen gekommen. Worum geht's heute? Viele Menschen mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erzählen sich jeden Tag Dinge, die ihnen kurzfristig helfen, aber langfristig dann doch schaden. Und ich möchte heute ganz gerne mit dir genau über diese 4 Lügen sprechen, die mir immer wieder begegnen. Dabei verbinde ich heute mal so 2 Perspektiven, und zwar mein eigenes Leben vor und nach dem Darmriss und meine Erfahrungen aus nun wirklich schon vielen Jahren Coaching mit Betroffenen. Ich habe unterschiedlichste Coaching-Gäste bei mir. Und zwar geht das von Betroffenen mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarm, und ich hatte sogar schon mal einen Coaching-Gast über mehrere Monate mit Darmkrebs dabei. Wenn dich das interessiert, schau gerne mal auf meiner Website ichundmeinkron.de vorbei. Da findest du weitere Informationen zu meinem Coaching-Angebot. Ich würde sagen, wir reden mal über die 4 Lügen, die immer und immer wieder im Alltag von Betroffenen aufkommen und die dir echt schaden. Wir gehen rein. Tough times never last, but tough people too. Auf Platz 1 ist die fundamentale Basis, und zwar die Selbstlüge. Es geht schon noch. Kennst du das? Das ist so diese Verleugnung der Warnsignale. Das ist die häufigste und gefährlichste Lüge im Alltag, weil sie ganz am Anfang steht und so entscheidend ist für das, was danach kommt. Betroffene reden sich immer wieder selber ein, dass Schmerzen nicht real sind oder nicht so schlimm sind. Es ist ja nur ein kleines Ziehen im Bauch. Es ist ja nur ein bisschen Blähungen heute im Laufe des Tages. Es ist ja nur ein bisschen Kopfschmerzen, nur ein bisschen Brain Fog. Das ist nicht so schlimm gerade. Es kann der Anfang sein deiner Reise. Ich glaube, dass sich an dieser Stelle sehr, sehr viele sehen. Ich war damals definitiv Weltmeister da drin, Dinge wegzuleugnen. Ich unterteile mein Leben ja immer zwischen vor dem Darmriss und nach dem Darmriss, habe ich ja gesagt. Und vor dem Darmriss war ich ein uninformierter Patient und ich wollte gerne einfach meiner Tätigkeit und meinen Interessen auch nachgehen. Und deswegen, ja, es geht schon noch. Das war immer, du kennst vielleicht auch, du wirst gefragt, wie geht's dir? Es geht schon. Da kommt's her, das ist die Basis. Aber das Ganze kann halt dramatische Folgen haben. Und zwar vom Gedankenkarussell. Bei mir war es dann bis zum Darmriss. Es muss natürlich nicht immer gleich in das Worst-Case-Ding sein, aber bis in den Schub auf jeden Fall. Ich kann dir eine Sache sagen, ich mache ja sehr oft Schubbegleitungen und Schubreflexionen. Ich kann dir sagen, dass wir fast immer an diese Basis rankommen in der Reflexion, dass Leute sagen, ja, es fing eigentlich an, dass ich plötzlich anfing, wieder Krämpfe zu bekommen. Ein bisschen Bauchschmerzen, Krämpfe, und später war es dann blutig im Stuhl, und dann habe ich langsam gemerkt, ich sollte mal langsam was machen. Aber die Basis davor, die ist viel weiter vorne. Dementsprechend, ja, kann das dramatische Folgen haben, wenn wir das immer in unserem Alltag so wegwischen, weil es gerade einfach nicht in unseren Kram passt. Und es gibt nie den richtigen Zeitpunkt für einen Schub. Ich erinnere mich da an 2 Coaching-Gäste. Ein Coaching-Gast hat auch immer wieder gesagt, es geht schon noch, hat den Alltag so weitergeführt, und es endete am Ende dann tatsächlich in einer psychologischen Begleitung. Und ich habe auch schon mit jemandem zusammengearbeitet, der so lange die Symptome zur Seite geschoben hat, weil alles andere wichtiger war. Dieser jemand hat am Ende tatsächlich einen Darmriss erlebt. Also es ist schon sehr krass, was das für dramatische Folgen hat, wenn man am Anfang das Ganze wegleugnet, die Warnsignale nicht ernst nimmt. Das war also die Basis. Wir steigern uns langsam in den Lügen.
Platz 2 ist die soziale Maske im Alltag. Auch das wirst du vielleicht kennen. Die Alles-Gut-Maske. Das ist die Standardantwort auf das, was ich gerade schon gesagt habe. Wie geht's dir? Alles gut. Es ist alles okay. Gegenüber Freunden und Bekannten wird Normalität vorgetäuscht, die mit der Realität eigentlich gar nichts zu tun hat. Mit der körperlichen Realität schon mal gar nicht. Man möchte keine Last sein. Man möchte nicht unangenehm sein. Man möchte keine unangenehmen Erklärungen abgeben, die scheinbar sowieso nicht interessieren. Man setzt also eine unsichtbare Maske über die Krankheit, die Schmerzen mit einem Lächeln abtun und wir schminken quasi so ein bisschen unsere Schmerzen nach außen hin. Das geht sogar so weit, dass das persönliche Umfeld oft gar nicht weiß, dass man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat. Diese Maske aufrechtzuerhalten, das ist schon krass. Das ist schon wirklich hart. Aber vielleicht siehst du dich da auch wieder. Platz Nummer 3, das ist die Leistungsfassade im Beruf. Jetzt geht's ins Berufliche rein. Krank zur Arbeit. Was völlig Normales. Leistungsfähigkeit um jeden Preis darstellen und abliefern. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, das ist mir wirklich aufgefallen nach meinem Darmriss, wie oft eigentlich mit Schmerzmitteln hantiert wird. Geh mal in dein Büro oder zu deinem Arbeitsplatz und frag einfach mal, ich habe Kopfschmerzen, hat jemand ein Schmerzmittel? Du wirst sehr viele Arme sehen und dann schau mal, was du da eigentlich siehst für Schmerzmittel. Teilweise verschreibungspflichtige Opiate. Das ist schon wirklich krass. Die Menschen haben alle eigentlich eine Grunderkrankung und dopen sich im Grunde genommen zur Leistungsfähigkeit. Das muss man einfach so krass sagen. Wir dopen uns zur Leistungsfähigkeit, weil wir keine Schwäche zeigen wollen. Im Job wird absolute Belastbarkeit simuliert, während innerlich gegen einen Entzündungsschub oder Fieber gekämpft wird sogar. Ich habe tatsächlich schon mal Menschen gesehen, die mit 39 Fieber ganz normal zum Arbeitsplatz gegangen sind, die sich dermaßen eine Fiebersenker reingehauen haben, dass sie noch am Schreibtisch sitzen können. Oder heutzutage krank mit Fieber im Homeoffice sitzen. Auch so etwas, was modern geworden ist auf jeden Fall. Auch das kann langfristig wirklich Folgen haben. Du musst ja mal überlegen, wie gehen wir da eigentlich mit uns um in solchen Situationen? Wie respektieren wir eigentlich unseren Körper? Wie akzeptieren wir eigentlich unsere Grenzen, wenn wir so etwas machen? Mit Fieber ins Büro, am nächsten Tag dann in die Notaufnahme, ist tatsächlich auch etwas, was ich aus den Coachings kenne, was ich selber früher auch erlebt habe und auch gemacht habe. Also, wie gesagt, ich berichte hier von 2 Seiten immer. Man quält sich einfach dahin. Es gibt auf diesem Podcast hier meine Geschichte von, die möchte ich jetzt hier auch nicht nochmal erzählen, aber du kannst die mal suchen, von dieser Präsentation, die ich halten sollte vor wichtigen Menschen, um meine Arbeit darzustellen damals. Und das war vor dem Darmriss. Ich war in einem Vollschub und ich wusste am Ende gar nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Und vorher haben mir alle auf die Schulter geklopft, wie toll doch dieser Vortrag war. Das war genau das. Krank zur Arbeit, Leistungsfähigkeit um jeden Preis. Ich bin da auch tatsächlich kein gutes Beispiel für, aber ein schönes Warnbeispiel für. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, und dann sind wir schon bei Platz 4. Das ist auch eine der fatalsten Lügen, die bewusste Schutzlüge. Und zwar, jetzt geht's in wirklich unseren engsten Kreis rein, die Familie, die konstruierte Scheinwelt für die Liebsten. Und da sind sehr oft Partner, Partnerinnen mit gemeint, da sind aber auch sehr oft Kinder mit gemeint. Das heißt, ich möchte niemanden zur Last fallen. Jetzt habe ich schon wieder einen Schub, jetzt habe ich schon wieder keine Energie mehr. Jetzt habe ich schon wieder Blut im Stuhl. Das geht so nicht weiter. Ich kann ja nicht immer meinen Kindern vorzeigen, wie ich rumliege und nicht mehr wirklich was auf die Kette kriege und mich mit denen auch gar nicht mehr richtig beschäftigen kann. Also baue ich eine Maske quasi auch wieder auf, konstruiere eine Scheinwelt. Das geht wirklich so weit, dass die Kinder gar nicht mitbekommen, dass Mama oder Papa eigentlich schwer krank sind. Wenn ich das jetzt ausspreche, spüre ich schon, was das für ein Energieaufwand ist. Ich habe in der letzten Zeit öfters mal gesagt, chronisch kranke Menschen geben 150%, um 100% zu erreichen, die man von ihnen scheinbar erwartet. Aber es fühlt sich selber nach 80% an. Und jetzt überleg mal, was das für ein Energieaufwand ist, so eine Scheinwelt aufzubauen für die eigene Familie.
Das Ganze wird natürlich in Ausnahmesituationen angewendet. Ich möchte auch nicht permanent, dass meine Partnerin, mein Partner weiß, wie es mir gerade geht, weil es mir halt einfach oft vielleicht auch nicht gut geht. Das geht dann auch so weit, dass du Menschen mit einbindest da rein. Das heißt, die Eltern spielen dem Kind vor, Papa ist gerade auf einer Geschäftsreise, dabei liegt er in der Notaufnahme. Du wirst dich vielleicht bei der einen oder anderen Sache jetzt wiedergefunden haben. Warum erzähle ich dir eigentlich von diesen 4 Lügen? Es sind im Grunde genommen Spiegel, die wir uns vorhalten. Wir als Betroffene brauchen auch mal diesen Spiegel vorgehalten. Wie gehen wir eigentlich damit um? Diese Lügen sind ja nichts anderes als Vermeidungstaktiken. Ich vermeide in bestimmten Situationen, meine Schwäche zu zeigen. Damit komme ich dann halt weiter, um jemand anderes zu schützen, um mich zu schützen, um meine Energie zu schützen, um meinen Körper zu schützen. Wir machen das ja mit einer guten Absicht. Aber ich finde immer ganz wichtig, dass wir in guten Zeiten einfach mal sehen, oh ja, da sehe ich mich wieder an der Stelle, oh ja, das ist nicht gut. Wir müssen wissen, was wir falsch machen, um unser Verhalten zu verändern. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir einmal über diese 4 fatalsten Lügen an dieser Stelle gesprochen haben. Solltest du dich also jetzt hier bei einem dieser Lügen wiedergesehen haben, solltest du bemerkt haben, dass dein Kopf sagt, oh ja, das könnte auch auf mich zutreffen. Diese 4 Lügen sind nichts, wofür du dich verurteilen musst. Das ist einfach so. Ich habe ja auch erzählt, ich bin auch Teil davon gewesen. Sie haben dir immer wieder in den jeweiligen Situationen geholfen, durchzukommen. Sie sind also auch Werkzeuge. Und an der Stelle wird es schon wieder interessant. Lügen können Werkzeuge sein. Ob es immer sinnvoll ist, sie anzuwenden, das ist jetzt die Sache, die ich dir gerne nach dieser Folge mitgeben möchte. Als Frage, ist es notwendig, dass du diese Lügen in deinem Alltag anwendest? Mich würde deine Antwort darauf übrigens brennend interessieren. Aber ganz wichtig ist auch, wenn du ganz ehrlich hinschaust, vielleicht merkst du dann auch, dass diese Lügen dich genau an dem Punkt bringen, an dem du eigentlich nicht mehr hin willst. An der Stelle sage ich auch immer wieder, alles, was ich mit meiner Arbeit mit Menschen mache, mache ich mit Blick auf die lange Distanz. Wenn wir Dinge im Jetzt verändern, verändern wir sie immer, weil wir langfristig etwas verändern wollen. Du möchtest nicht beschwerdefrei werden, du möchtest langfristig beschwerdefrei bleiben. Das ist übrigens viel schwerer, als die kurze Beschwerdefreiheit hinzubekommen. Also was brauchst du wirklich gerade? Was versuchst du eigentlich gerade auszuhalten? Und wann hast du eigentlich zuletzt eine dieser 4 Lügen selber angewendet? Das gebe ich dir jetzt mit in dein Osterwochenende, weil daran kannst du definitiv wachsen. Und ich finde, das Osterwochenende ist immer auch so eine kleine kurze Pausetaste nach Weihnachten, wo man einfach mal für sich auch ein bisschen durchreflektieren kann. Wie geht's mir gerade? Wo möchte ich hin? Es geht in den Frühling. Wir blühen langsam auch von unserer Psyche her wieder ein bisschen mehr auf. Wir haben wieder mehr Licht. Und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um einfach mal für sich wieder ein bisschen klarer zu werden und sich Dinge auch mehr vor Augen zu führen und daraus neues Verhalten abzuleiten. Ich hoffe, das Ganze hat dir heute ein bisschen was gebracht. Wenn ja, lass es mich gerne wissen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast dort likest, wo du ihn gerade hörst. Wenn du dich mit mir irgendwie in Verbindung setzt, schau gerne auf meiner Website vorbei. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Verbindung kommen und bleiben. Denn dafür mache ich das Ganze hier. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns bald wieder, du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal. Bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Tschüss, dein Kai.